$20. Das war der Preis, den mein eigener Hemen voor 300 Gasten für mahor frief. Me, sein Frau van 5 Jahren. Stiehendem Scheinwerflicht wijn stuk wie auf dem Markt. Was nicht wust, bever die Nacht vorbei war Genor Diocese einwort, verkauft, sein gesamtes Imperium in Schutt und Asche legen. Bleib bis zum Ende dabei, den Diocese and worst du nicht kommen sehen. Und schrieb mir unten in die Kommentar, aus welcher Stadt du gerät zusiehst, ich les jeden einzelnen Kommentar, und es macht mich jetzt mal sprachlos, weil wir sich dies Jeskich tragt. Mein Name ist Elena. Ich bin 31 Jahre alt, und bis zu jenem Abend war ich nichts weiter als ein Geist in meinem eigenen Leben. Ein Schatten, der durch ein Haus wandert, das mir angeblich gehört, in einer die sich wie ein langsames Verschwinden anfühlt. Aber so hat es nicht begonnen. Bever ich Julian kennenlernt, war ich niemand, der schweigend in der ten Rehe saß und sittend Hand in den Schoss presst. Ich war ein scharfsinnig, ehrgeizig Finanzanalyst in MIT einer Karriere, die gerät erst richtig Fahrt aufnahm. Ich las Bilanzen wie ander Menschen Romain lesen. Ich erkannte ein Sinkens Unternehmens in 3 Zeilen in einem Quartalsbericht. Ich hat etwas aufgebaut, auf das ich stolz war. Dann kam Julian, 36 Jahre alt, charismatisch, das strahlend Wunderkind der Immobilienbranche, ein Mann, dessen Lächeln Fulte und dessen Ehrgeiz kein Grenzen zu kennen schien. Umwarb mit MIT einer Intensität, die mir schmeichelte, mit Maitris, mit blind markte. Schritt für Schritt, immer verpackt in die Sprache der Liebe und Versorge, redet mir ein, meinen Beruf aufzugeben. Mein Frau muss sich nicht MIT-Tabellen und Zahlen abmuhen, sagt mir immer wieder, woran mein enthielt, als wäre es das größte Geschenk der Welt. Ich kümmere mehrmals. Ich glaubte ihm. Gott, why ich ihm glaubte. Am Anfang fühlte es sich wie ein Traum. Doch ein vergoldeter Käfig bleibt ein Käfig, ganz gleich, wie glanzend die Stäbe sind. In dem Moment, in dem ich mein finanziell Unabhängigkeit aufgab, begann Julians warm zu bröckeln, langsam zuerst, kaum spürbar, dann unaufhaltsam. Entwickelte ein Besessenheit vom gesellschaftlichen Schein, und mein Einziger wird und schrumpfte darauf zusammen, und seine sieht groß sehen, bei den richtigen Garlers, in den richtigen Kleidern, im richtigen Lächeln. Jetzt mal, wenn ich es wagte, ein Meinung zu äußern oder nach unseren Finanzen zu fragen, antwortete MIT einem herablassenden Lächeln und einer Handbewegung, die mich zum Schweigen bracht, nach bever ich zu gesprochen hat. Systematisch, fast chirurgisch Praxis, trennte me von meinen Freundinnen, von heimlichen Kollegen, von jedem, der mir hat helfen können, mich selbst wieder zu erkennen. Am Ende hat ich niemanden mehr. Sein Wirkungsvollster warf in den 5 Jahren an Sira war nicht wat, nicht einmal Kontroll im offensichtlichen Sinn, es war die Laser, unaufhörlich Herabsetzung. Ein Satz higher, ein Süfser dort, eine das verstehst du nicht bei jeder Gelegenheit. Wollte nicht nur, dass ich Hausfrau war. Wollte, dass ich glaubte, in nichts zu sein, vollkommen nutzlos, vollkommen abhängig, vollkommen sein. Und das tragisch, das wirklich tragisch daran, irgendwann glaubte ich es tatsächlich. Die stark, klassischtige Frau, die ich einmal gewesen war, verschwarm in meiner Erinnerung wie ein Gesicht hinter Milchglas. Doch Imperien, die auf Lügen gebohrt sind, tragen den Keim ihres eigenen Untergangs bereits in sich. Langsam begannen Ries in Julians makelloser Farscharde sichtbar zu werden. Es fingen MIT-Leisen, Versweifelten Telefongesprächen, die ich spatnachts durch die geschlossen TUR Seinsarbeitsimmers hort, Gesprächsfetzen, abgehackt, angespannt,
ganz anders all sein sonst so selbst sicherten voll. Mein Finanzwissen war nicht verschwunden, nerve shootet. Und tief unter der Oberfläche was ich immer noch genor, weil sich ein sinkend Schiffen hort, lange beveres unterging. Zuerst wurden an sehr Kreditkarten Erklärung gespürt. Dann folgten dies hektischen, geflüsterten Anruf, dire jeds mal abrupt bindiet, so bold ich den Rom betbrat, als hat ich in bei etwas verbotenem ertappt. Als ich einst tags zufällig einen Brief an Sarah Bank fand, ein dringend Marning wegen einer massiv überfälligen Hypothek auf unser Haus, konfrontiert ich in schließlich. Ganz ruhig fragte ich, ob wir in Schwierigkeiten steckten. Sein Antwort war eisig. Mit einem honischen Lächeln, das mit bis Hut in Albträumen verfolgt, zeigte mit dem Finger auf mich. Du verstehst nichts vom echten Geschäft, Elena. Den kleinen Tabellen von früher bedeuten in der wirklichen Welt gar nichts. Kummerer dich jedenfalls darum, welch Vorhänge rekorfen. Wollt mich Kleinmädchen. Wollt das ich in meinem eigenen Urteil zweifelte. Und einen Moment lang, das gib ich zu, funktioniert es fast. Doch sein Verzweiflung wird unübersehbar, als plötzlich sein jarlich wohltätig Kiezgaler ankündigt, mit größerem Pump als je zuvor. Kaufte mir ein besonders, ing anliegendes Kleid und packte me festen den Schultern, fester, als es je zuvor der Folgusen war. Du musst diesen Freitag perfekt aussehen, flüstert sein Orgenwied aufgerissen und nervös auf eine Art, die ich noch nie gesehen hat. Die wichtigsten Investoren der Stadt werden die sein. Sie müssen ein erfolgreich, glücklich Familie sehen. Also lächeln, halt den Mund, und spiel die true Trefini Hefrau. Ich nickte. Doch tief in meiner Brust breitet sich ein eisig Verwarnung aus Whitint in Wasser. In diesem Moment wusste ich es mit absoluter Gewissheit, dies Garler war kein Fair. Sie war Julians letzter, verzweifelter Versuch, sein Zusammenbrechens Imperium zu retten, und ich war das Werkzeug, das dafür einsetzen wollte. Der große Ballsaal in jenem Freitagabend war blendend hell erleuchtet, erfüllt vom klaren Tore Kristallgläser und dem gedämpften Gemurmel wohlhabender Gast, die Elgenor wussten, wie man Reichtum zur Schau stellt. Julian blüht auf in diesem Element. Trank zu viel, lacht zu lord, umschwommt potenziell Investoren mit einer Ausgelassenheit, die von Minute zu Minute fahriger wird. Je weiter der Abend voranschritt, desto mehr kippt sein Charme in ein betrunken, rücksichtslos Arroganz. Unter der glanzenden Oberfläche stand meine Hiemen unter dem verzweifelten Druck seiner einstürzenden Finanzen, und genor dieser Druck machte in zunehmend unberechten Bau, zu einer tickenden Bombe in einem maßgeschneiderten Anzug. Als die Levoktion begann, betrat Julian selbst als Auctionator die Bühne, präsentiert großzügig luxuriös Racen und erlesen Jargangswen, worin sein Ego mit jedem Schlag des Hammers weiter anschwoll. Und dann blieb sein Blick in mir hängen, wo ich in ders Tenreihe saß. Der Groll und sehr Streits vom Seilben Tag flammte in seinen Orgen wieder auf. Wollte mich bestrafen, vor allen, öffentlich, endgültig. Wollte jedem im Seil sagen, wer hier die Macht hat. Mein Damen und Herren, rief Julian mit leiender, aber lauter Stimme ins Mikrofon. Wir haben heute Abend noch ein letztes, ungeplantes Auctionsobjekt. Etwas ganz Besonderes. Mit einer schroffen Handbewegung bedeutet mir, auf die Bühne zu kommen. Während ich die Blicker von mehr als 300 Gasten wie physisches Gewicht auf meiner Hort spürte, ging ich widerwillig nach vorn. Julian packte meinen Arm und sog mich mit einem honischen Grinsen dichten sich. Wer möchte dies nutzlose hervorkorfen? Rief ins Mikrofon. Viele betet es nicht,
aber SE sieht hervorragend die US, when SE in fashioner Herumstedt. We're starten das Gebot Bays $1. Grausames Galactor Brati sich wien Lorfua durch den gesamten Sale AUS überall wurden Handys gesucht, diesen Moment meiner öffentlichen Demütigung für die Nachwelt festzuhalten. Mein Gesicht brannte vor Charme, mein Hand zitterte, und für einen entsetzlichen Augenblick glaubte ich wirklich, dass in 5 Jahre nichts weiter gewesen wären als ein einzig, sorgfältig konstruiert Lüge, die genau in diesem Moment hässliches wahres Gesicht zeigte. Doch dann durchschnitt ein tief, entschlossen Stimm den Spot. AUSDM hinteren End des praktischen Saals, kalt und klar wie ein Peitschenhieb. $2 Millionen. Das Galactor starb augenblicklich. Jeder einzelne Kopf dreht sich nach hinten. Arthur Vance, der legendär, äußerst zurückgezogen lebend Milliardär und Investor, dessen bloßer Name in dieser Stadt Tschernov nicht, war aufgestanden. Julians Mund blieb offen stehen. Sein Händer starten auf die Rednerpult, als hat man ihn eingefroren. Im Ballsaal herrscht absolut still, nur das Leser, schockiert Einatmen von 300 Gästen war noch zu hören. $2 Millionen waren mehr als genug, Julians angesgleichnis Unternehmens vor der endgültigen Insolvenz zu retten, und ich konnte formlich beobachten, wie sein gieriger Verstand fieberhaft zu rechnen begann. Die Demütigung, die für mich orchestriert hat, war in diesem Augenblick vollständig vergessen, weggewischt von einer puren, verzweifelten Gier, die in seinen Augen orflammt wie ein Fieber. Räuspert sich, besucht hastig, das ganz als besonders gelingen Wohltätigkeitsaction im Süden, und alltid in fastem Laufschritt von der Bühne, Arthur abzufängen, bever es sich anders überlegen konnte. Mr. Vance was für einen glorlich großzügigen Scherz, stammelte Julian, sein Stimm triefend vor unterwürfige Schmeichelei, worin die Hand ausstreckte. Wir fühlen uns zutiefst geht über ihren Beitrag für unsere Wohltätigkeitsveranstaltung. Aber Arthur würdigte Keenys Blicks. Sein scharfen, berechnenden Augen waren ausschließlich auf mich gerichtet. Das ist kein Scherz, sagt sein Stimm ruhig, aber deutlich Horbau im vollkommen stillen Saal. Und dieses Geld ist auch nicht für die Wohltätigkeit bestimmt. Ich kauf die professionellen Beratungsdienstleistungen ihrer Frau, allerdings unter einer einzigen, nicht verhandelbaren Bedingung. Die $2 Millionen werden direkt in einen privaten Treuhandfonds überwiesen, der ausschließlich von Elena verwaltet wird. Kein anderer Name steht auf diesem Dokument. Julian blinzelt, für einen kurzen Moment tatsächlich sprachlos. Doch sein Verzweiflung war starker als jede Vorsicht, starker als jeder Instinkt, der ihn hat warnen sollen. In seinen Augen war ich immer noch dieselbe Schwarz, gehorsam Trophine Hefrau, die über 5 Jahre hinweg systematisch gebrochen hat. War fest davon überzeugt, dass mich zu Hause muhelos dazu bringen konnte, jeden einzelnen Cent auf sein Firmenkonten umzulegen. Einen Moment zu sagen unterschrieb noch im VIP-Bereich die hastig vorbereiteten juristischen Übertragungsunterlagen. Sein Stift kratzte gierig über das Papier. Hat keine Ahnung, dass in seiner Gier nach dem Geld soeben den letzten Rest seiner Kontrolle über mich für immer aufgegeben hat. Arthur Vances Privates Büro, hoch oben im obersten Stockwerk seines Büroturms im Hesender Stadt, war ein ruhiger aus dunklem Mahagoni und warmem, gedämmtem Licht, ein Welt entfernt vom grellen Blitzlichtgewitter der Gala. Ich saß ihm gegenüber, und Sommers 10 Mal sieht lange sieht zitterten mein Hand nicht mehr. Mein Herz schlug dennoch heftig, gefangen zwischen Verwirrung und einem zaghaften, kaum zu glaubenden von kein Hoffnung. Sie fragen sich bestimmt, warum ich heute Abend eingegriffen habe. Elena, sagt Arthur Laser, während mir ein tastdampfenden Tee einschenkte. Ich nickte schweigend, unfähig, etwas zu sagen. Lehnte sich zurück, und in seinen Augen lag ein ruhig, aufrichtig warm,
die ich in Jaren nicht mehr gesehen hat. Verstorbener Vater, Thomas, war mein engster Geschäftspartner und zugleich mein bester Freund. Als starb, heb ich mir selbst geschworen, immer ein Oorjef SAE zu haben. Doch Julian hat äußerst gründlich Arbeit geleistet, dafür zu sorgen, dass ich SAE nie so gesickt bekomme. Schaltet ein elegantes Tablet auf seinem Schreibtisch, und schob es langsam zu mir herüber. Ich was schon länger, dass Julian nur ausnutzt, sagt ruhig, während auf die Bildschirm Zahlenkolonnen und Kontoauszüge auflichteten. Doch vor kurzem hat mein Team etwas entdeckt, das White House schlimmer ist. Hat über einen langen Zeitraum systematisch Geld von den Investoren seines eigenen Unternehmens veruntreut und die gestohlenen Vermögenswert über ein Netz von Offshore-Briefkastenfirmen versteckt. Sein Plan war es, Insolvenz anzumelden, ihnen sämtliche privaten Schulden zu hinterlassen und anschließend mit seinem versteckten Vermögen außer Land zu fliehen. Ich start auf die Finanzunterlagen und mit einem Schlager walkten mein alten Instinkte als Finanzanalysten, als hatten SAE nur darauf gewartet, wieder gebrocht zu werden. Die betrügerischen Muster sprangen mir formlich ein Orge, verschachtelte Transfers, künstlich aufgeblährt Bilanzen, Zahlungen, die im Kreis liefen, bis SAE im Nichts verschwanden. 5 Jahre lang hat man mir eingeredet, ich verstand nichts von echtem Geschäft. In diesem Moment sah ich sein Lügen so klar wie so vor, aufgeschlüsselten Zahlen, die niemals lügen können. Das sind die Beweise, die SAE brochen, sich endlich zu befreien. Elena, für Arthur fort und reichte mir einen Stift. Julian glort, dass SAE die $2 Millionen geben werden. Doch mit die sen Beweisen besitzen SAE die Markt, sein gesamtes Imperium zum Einster zu bringen. Und sehr süße Menabit beginnt genau jetzt. In den folgenden 3 Tagen spielte ich die Rolle der Gehorsamen, unterwerfigen Ehefrau so überzeugend, wie ich es in 5 Jahren nie gekannt hat, weil ich sommers 10 Mal genau wusste, warum ich es spielte. Jeds Mal, wenn Julian nach Hause kam, nach Torem Scotch und pure Verzweiflung riechend, und wissen wollte, wenn die $2 Millionen endlich verfügbar sein würden, sah ich direkt in die Organ und lag, wenn mit der Wimper zu suchen. Die Bank führt lediglich die üblichen Sicherheitsprüfungen durch. Julian, sagt ich leser und senkte den Blick, damit das Viewer darin nicht erkennen konnte. Man hat mir gesagt, der Treuhandfans wird bis Freitagmorgen vollständig freigeben. Du musst dich nur noch ein wenig gedulden. Lächelt tatsächlich. Mit einem gunnerhaften Grinsen tätschelte mein Wanger, als wär ich ein braves Kind, das endlich gellend hat gehorchen. Das ist mein braves Mädchen, murmelt hat keine Ahnung, wie sich die Falle in diesem Moment bereits langsam, unaufhaltsam am Entschloss. Während Julian sein bewusstihend finanziell Rettung im Stillen fährt, arbeiteten Arthur und ich im Hintergrund unermüdlich weiter. Dank meiner alleinigen, rechtlich uneingreifbaren Kontrolle über den Treuhandfans ließ ich die gesamten $2 Millionen sicher sperren. Kein einziger Cent wird in sein Hand gelangen. Doch das war erst der Anfang. Am Donnerstagabend, während Julian friedlich schlief, fest übersüht, all sein Problem wurden sich bald in Luft auflösen, stellte ich jeden einzelnen Beweis seiner Veruntreuung, jede Offshore-Briefkastenfirma, jede gefolgte Saal sorgfältig zu einem lückenlosen Dossier zusammen. Anschließend schickte ich die vollständigen Unterlagen direkt in den Vorstand seines Unternehmens, sowie in die zuständigen Finanzaufsichtsbehörden. Am Freitagmorgen schnappt die Falle endgültig zu. Nach Bever Julian überhaupt das Haus verlassen konnte, am INS-Büro zu fahren, klingelte sein Telefon ununterbrochen. Ein hektisches, painisches Klingeln, das in von einem Anruf in den nächsten hetzte. Der Vorstand hat eine außerordentliche Sitzung einberufen, im MIT sofortiger Wirkung sämtlich Befugnis zu entzehen.
Gleichzeitig begannen seine wichtigsten Investoren in einer Welle panischer Anrufe für Kapital aus all seinen Projekten abzusehen. Als Julian verzweifelt versucht, auf sein Geschäftskonten zuzugreifen, wenigstens die letzten verbliebenen Gelder in Sicherheit zu bringen, stellte entsetzt fest, dass sämtliche Konten bereits von den Bundesbehörden eingefroren worden waren. Sein Traum von einer schnellen, schmutzigen Rettung war endgültig, unwiderruflich zerstört. War ruiniert. Als Julian schließlich vollständig begriff, was geschehen war, stürmte ins Wohnzimmer, sein Gesicht entstellt von Unglauben und grenzenloser Wut. Du warst das, schrie und fuchtelt mit einem Stapel juristischer Schreiben wild in der Luft herum. Du hast das Geld blockiert. Du hast mein Leben zerstört. Ich blieb ruhig stehen. Sommers 10-mal seit 5 Jahren hat ich keinerlei Angst mehr vor ihm. Nicht die geringste Spur sarm direkt in die Organ, one zu blinzeln. Heb dich nicht ruiniert, Julian. Es haben den eigenen Lügen getten. Hielt in, ließ die still zwischen uns wachsen, bever fortfuhr. Und übrigens, hier sind den Scheidungspapier. Der Ausdruck auf seinem Gesicht in diesem Moment war jede einzelne Sekunde der vergangenen 5 Jahre wat. Hat alles verloren, sein Unternehmer, seinen einst so glänzenden Ruf, sein luxuriöses Haus, und all das wegen der angeblich nutzlosen Ehefrau, die für gerade einmal $20 hat versteigen wollen. Nur wenig Monate später musste sich gleich mehreren Gerichtsverfahren stellen. Sein Freund aus der feinen Gesellschaft verschwunden spurlos, wie Rauch im Wind. Sein Name wurde öffentlich durch den Schmutz gesogen, Ingenieur den Zeitungen, die einst über sein Erfolg berichtet hatten. Heute, 3 Monate später, lebe ich in einem wunderschönen kleinen Cottage in Carmel mit Blick auf den Ozean. Die Luft ist klar, sulzig, frei. Und sommers 10-mal in meinem Leben bin ich wirklich, vollständig frei. Unter Arthurs Mentorschaft habe ich meine eigene Finanzberatungsfirma gegründet, und heute helfe ich anderen Frauen dabei, die Kontrolle über ihre finanzielle Zukunft zurückzugewinnen. Frauen, die genau dort stehen, wo ich einmal stand, im Schatten eines Mannes, der ihnen eingeredet hat, sie seien nichts ohnehin. Also frage ich auch, der dies gesketcht bis hier verfolgt hat, was hattet in meine Stelle getten? Hattet dies $2 Millionen Gentlemen und alles still hinter you gelassen? Oder hattet genau wie ich zurückgeschlagen und sein gesamtes Lügenbord in sich zusammenfallen lassen? Schreibt your Antwort an 10 in die Kommentar. Ich les wirklich jede einzeln. Wenn dich dies gesketcht gepackt hat, dann bist du hier bei Germany Payback Stories genau richtig. Abonniere den Kanal, damit du kein einzig und sehr geschickten Überbettrug, Verret und die Kalte, Genugtuung der Gerechtigkeit verpasst. Lass ein Like da, wenn du willst, dass Elena am Ende gewinnt. Und teil dieses Video mit jemandem, der es gerade jetzt hören muss, denn Agenda die draußen sitzt wie legt in diesem Moment eine Frau in der es 10 Rehe einsaals, die noch nicht weiß, dass eigene Stimme vom hinteren Ende des Raums kommen wird. Bis nächsten gesketcht, bleib stark, bleib wachsam, und vergiss nie, bei Germany Payback Stories gewinnt am Ende immer die Gerechtigkeit.